Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video. Und zwar geht es heute um, naja, wer hätte es gedacht, ne? Corona, und das ist ja in aller Munde, haha, Wortwitz. Und es geht um Überwachung. Überwachung im Zusammenhang mit Corona ist momentan wirklich kein Spaß, muss ich sagen. Und ja, wir haben nicht nur eine News für euch, sondern gleich drei. Die erste News, nun ja, die ist die wenigsten schlimmste. Die dritte betrifft euch allerdings nicht mehr ganz so arg, deswegen fangen wir mit Nummer 1 an. Und zwar dem, nun ja, Fake News Alarmsystem. So heißt das Ding offiziell. Und zwar gibt es ein Fake News System, das jetzt von den Großen implementiert wurde. Das heißt von Google, von Facebook, von den ganzen Giganten eben, die gerne News verbreiten, beziehungsweise bei denen gerne News verbreitet werden. Und das ist jetzt zum ersten Mal in Einsatz gekommen. Das heißt, man hat jetzt hier gesagt, hey, wenn etwas diesen Kriterien entspricht, dann muss es von der Plattform runtergenommen werden. Das heißt, wenn jetzt aktuell jemand ein YouTube-Video macht, das falsche Informationen enthält, dann muss YouTube dieses Video löschen, gesetzlich, okay? Das ist ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Man hat, also das ist jetzt meine eigene Meinung dazu, man hat hier tatsächlich auf der einen Seite natürlich weniger Panikmache zum Beispiel oder weniger falsche Informationen, die einfach nur, ja, schlecht sind, aber man hat natürlich auch ein bisschen eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Vielleicht wird dieses Video auch gesperrt, das weiß ich nicht so genau. Ich möchte hier noch ein kleines Zitat geben, was genau gesperrt werden soll. Und zwar, das findet man bei Euraktiv, ja, ich verlinke euch das Ganze auch. Da hat jemand gesagt, Informationen müssen gesperrt werden oder entfernt werden, die von der Weltgesundheitsorganisation, also WHO, oder anderen glaubwürdigen Gesundheitsexperten als falsch entlarvt wurden. Und man muss auch Werbung verbieten, die im Zusammenhang mit Coronaviren, in der für Produkte geworben wird, die ein Gefühl der Dringlichkeit vermitteln oder Heilung garantieren. Also solche Dinge müssen verboten werden, einfach direkt, ja. Am besten bevor sie veröffentlicht werden. Das heißt, es muss natürlich jetzt auch wieder ein richtig fetter Filter zum Einsatz kommen. Allerdings gilt das nicht für kleinere, wie ich das verstanden habe. Und zwar, wenn ich jetzt meinen eigenen Blog hoste, dann darf ich immer noch schreiben, was ich möchte, weil ich nicht zu so einem fetten System gezwungen wurde. Während Google und Facebook wurden natürlich dazu gezwungen, und ich schaue nochmal ganz kurz nach, wer noch alles gezwungen wurde. Das waren nämlich die ganz Großen sozusagen. Google, Facebook, Twitter, Microsoft und der Branchenverband EDIMA, falls den jemand kennt. So, genau. Das war Nummer 1. Weiter geht's mit Nummer 2. Und zwar überlegt sich aktuell das Robert-Koch-Institut und das Heinrich-Hertz-Institut des Fraunhofers, ob sie nicht vielleicht Standortdaten benutzen können, um hier tatsächlich, nun ja, rauszufinden, wer mit wem Kontakt hatte. Und wenn Person A mit Person B Kontakt hatte und Person B hatte rein zufällig irgendwann Corona, dann kann hier eine Quarantäne oder ein Warnsystem sagen, hey, der ist gefährlich, der sollte vielleicht mal zu Hause bleiben oder zumindest untersucht werden. Das Ganze liegt mit der verdammten Inkubationszeit zusammen, die teilweise 2 Wochen beträgt. Das heißt, ihr seid 2 Wochen quasi ohne Symptome, könnt aber andere Leute anstecken, und das möchte man hier unterbinden. Allerdings die Standortdaten zu verwenden, ist ein bisschen kritisch. Wenn ich einmal mit dem Zug fahre, dann heißt das noch nicht, dass ich die Person abgeleckt habe oder an irgendwelchen Stangen im Zug geleckt habe, okay? Und da sind natürlich Standortdaten nicht unbedingt das, was man jetzt, nun ja, verwenden kann. Vor allem, da natürlich auch Viren relativ lange an irgendwelchen Oberflächen hängen bleiben. Das heißt, wenn ich Zug fahre, ja, auch nochmal dasselbe Beispiel, weil ich gerade Zug gefahren bin, dann hebt man sich an Stangen fest, okay? Und wenn ich vorher voll in meine Hand reingehustet habe und dann die Stange anpatsch, ja, und dann kommen andere Leute und fassen die Stange an und dann lecken sie sich vielleicht die Rand ab oder machen einfach nur so, dann, ja, ist das Ganze schon passiert. Das heißt, Standortdaten ist nicht unbedingt gesagt, dass die wirklich hier was helfen können. Könnte aber sein, dass sie hier was bringen. Auch wieder ein sehr zweischneidiges Schwert. Allerdings ist diese Idee gerade noch in der Entwicklung. Das heißt, es ist noch nicht so weit, dass man das auch wirklich tun möchte. Es ist nur mal so ein erster Gedanke, was man tun könnte. Aber ihr wisst, wie das mit ersten Gedanken und Überwachung ist. Die werden meistens weiterverfolgt. Deswegen will ich hier zumindest mal das Ganze erwähnt haben. Kommen wir zu Nummer 3. In China gibt es jetzt eine App, die nennt sich Alipay Health Code. Und diese App entscheidet darüber, ob ihr in Quarantäne müsst oder nicht. Kein Scheiß. Die wird aktuell natürlich nur in China eingesetzt. Das heißt, das ist jetzt für uns nicht so relevant. Allerdings habe ich immer so ein kleines bisschen, das Gefühl, dass sich China als Vorbild genommen wird, was man alles in Deutschland machen könnte so.
Ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, denn man weiß nicht genau, wie diese App intern arbeitet und sie ist verbunden mit einem gigantischen Konzern, nennt sich Alibaba, den hat vielleicht schon mal der eine oder andere kennengelernt. Die machen ganz gerne, nun ja, auch in Deutschland Werbung, so wie ich das mitbekommen habe, und sind wirklich ein mehrere Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Und ja, die entscheiden quasi darüber, je nachdem, vermutlich basiert das auch auf Standortdaten, man weiß es aber nicht genau, weil eben natürlich nichts offengelegt wird, ob ihr in Quarantäne müsst oder nicht. Das Ganze ist über einen Farbcode sozusagen geregelt, das heißt, wenn ihr grün habt, seid ihr frei. Wenn ihr gelb habt, dann ist schon nicht mehr so gut und wenn ihr rot habt, dann müsst ihr in Quarantäne gehen. Das heißt, ihr dürft das Haus nicht mehr verlassen. Das heißt, eine App bestimmt im Endeffekt über euer komplettes Leben, weil ihr einfach nirgends mehr hin dürft, okay? Und ja, ich sehe diese Entwicklung leider jetzt nicht ganz so, nun ja, unproblematisch. Klar, man möchte damit versuchen, die ganze Corona-Infektionssache ein bisschen einzudämmen. Aber ob das wirklich noch funktioniert oder ob das überhaupt möglich ist, nun ja, die Zahlen der Infektionen zeigen zumindest was anderes. Und ja, ist ein bisschen so die Frage, ob das wirklich der richtige Weg hier ist. Das ist auch sehr interessant und zwar möchte ich da auch um eure Meinung bitten. Also schreibt mir ganz gerne, was ihr zu diesen 3 Themen meint. Ob ihr sagt, hey, Standortdaten zur Corona-Prävention, geil, machen wir ab sofort auch für Influencer. Oder ob ihr sagt, ey, nein, lieber nicht, Dankeschön. Oder ja, was eben genau da eure Meinung dazu ist. Gut, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Schreibt mir auch ganz gerne, was ihr zum Warnsystem von Fake News haltet. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.